Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema Silvester. Woran denken Sie, wenn Sie Silvester hören? Ich denke dann an Feuerwerk und Partys mit Freunden, an Luftschlangen, an Alkohol, an ausgelassene Feiern mit Musik und Tanzen. Ja, und genau das sind ja die Dinge, die viele Menschen im Autismus-Spektrum gar nicht gerne mögen. Bitte keine Überraschungen, so heißt das Lebensmotto vieler Menschen im Autismus-Spektrum. Und Silvester werden viele Regeln außer Kraft gesetzt. Der Tages- und Nachtrhythmus verändert sich, denn in aller Regel stößt man um Mitternacht an und feiert dann noch etwas. Das heißt, man geht später ins Bett als üblich. Man trifft sich abends mit Freunden, das ist laut und voll, mit vielen Bewegungen, vielen Geräuschen, eventuell noch mit einer unüblichen Dekoration der Wohnung, Luftschlangen, Girlanden, Luftballons. Dies alles sind Dinge, die Menschen im Autismus-Spektrum nur schwer ertragen können. Die Wohnung sieht anders aus. Viele Menschen geben viel sensorischen Input. Sie bewegen sich etwa noch, wenn sie tanzen. Sie machen viele Geräusche. Sie bewegen sich durcheinander. Sie riechen vielleicht und sie reden. Eventuell läuft Musik, das ist alles laut. Und das Feuerwerk nachts erst. Es macht ganz großen Lärm. Und es stinkt auch noch. All diese Dinge finden viele Menschen im Autismus-Spektrum nicht angenehm, sogar zum Teil ganz fürchterlich. Für Menschen im Autismus-Spektrum ist es oft ein schönerer Jahreswechsel, wenn die Tagesroutine beibehalten werden kann, wenn es draußen ruhig ist, wenn die Familie unter sich bleibt, die Person nur mit einem oder zwei, also wenig vertrauten Menschen zusammen sein kann. Wenn wir das immer aus der Perspektive der Menschen im Autismus-Spektrum sehen und überlegen, wie wäre denn für sie eine schöne Situation, sehen wir, dass es oft ganz anders ist, als viele neurotypische Menschen es bevorzugen würden. Aber natürlich gibt es auch Menschen im Autismus-Spektrum, die Silvester feiern, irgendeine Art lieben und überhaupt wissen sie ja, nichts ist unmöglich, Autismus.